Na, wer hat Lust auf Chai? Wir tauchen tief ein und enthüllen die Masala Chai Formel, damit ihr ihn zu Hause wie vom indischen Teeverkäufer genießen könnt. Von der richtigen Teesorte zu den passenden Gewürzen und natürlich wie man ihn richtig genießt. Seid ihr bereit? Chai piyoge? Hey Leute, willkommen bei Lucky Recipes. Am Anfang unserer Masala Chai Formel stehen logischerweise die Masalas, also die Gewürze. Hier hat eigentlich jede Region, fast schon jede Familie ihre eigene Rezeptur. Wir erklären euch das Zusammenspiel der verschiedenen Gewürze, damit ihr euch die perfekte Mischung zusammenstellen könnt. Als absolute Basic-Variante empfehlen wir euch Ingwer und Kardamom. Ingwer verleiht dem Chai eine erfrischende Schärfe und ein würziges, fast pfeffriges Aroma. Er fügt eine angenehme Wärme hinzu und regt die Sinne an. Kardamom ist eines der Schlüsselgewürze im Masala Chai und trägt zu seinem einzigartigen Geschmack bei. Er erweitert den Tee um eine süße, zitronige Note und eine angenehme, mentholige Frische, die sich mit jedem Schluck bemerkbar macht. Wenn ihr es etwas kräftiger mögt, dann solltet ihr unbedingt Nelken, Pfeffer und Zimt dazugeben. Nelken schenken dem Chai eine intensive Würze und noch mehr Schärfe. Ein Hauch von schwarzem Pfeffer im Chai betont ebenfalls seine subtile Schärfe, die wir gerade an kalten Tagen sehr mögen. Zimt trägt zur Süße und Wärme des Chais bei. Er verleiht dem Getränk ein leicht süßliches, holziges Aroma, was sehr angenehm ist, wie eine kuschelige Decke an kalten Tagen. Ceylon-Zimt hebt dabei mehr die Süße hervor, während Cassia-Zimt eher wärmend ist. Und wenn ihr eine richtig schön komplexe Masala-Mischung bevorzugt, dann experimentiert mal mit Sternanis, Fenchel, Süßholz, Adschwein, schwarzem Kardamom oder sogar Safran. Zwei tanzen etwas aus der Reihe. Adschwein ist der sogenannte Königskümmel und hat ein sehr würziges Aroma. Der schwarze Kardamom wiederum verleiht dem Masala Chai ein rauchiges Aroma, also ziemlich abgefahren. Je nachdem, was ihr zum Chai servieren werdet, macht es Sinn, die Gewürze darauf abzustimmen. Dazu später mehr. Ein paar Zutaten, die ihr in einem klassischen indischen Masala Chai nicht finden werdet, sind Vanille, Kokos, Kakao, Mango. Das sind alles Abwandlungen von westlichen Firmen wie David Rio oder Krüger. Heißt nicht, dass die nicht schmecken können, aber das hat ungefähr so viel in einem Masala Chai zu suchen wie Koriander in Frankfurter Grisauce. Wir haben die Gewürze grob gemörsert, so geben sie mehr Aroma ab. Dann rösten wir die Gewürze kurz. Dieser Schritt ist optional, aber dadurch entwickeln die Gewürze einen nussigeren Geschmack, den wir sehr angenehm im Chai finden. Gebt erst die größeren Gewürze in die Pfanne, dann die kleineren, damit sie euch nicht anbrennen. Sobald alles schön duftet, geht Wasser und Ingwer hinzu. Lasst die Gewürze 10 Minuten bei geschlossenem Deckel köcheln. Auf diese Weise bekommen wir einen schönen Gewürzsud und einen intensiven Masala Chai. Das seht ihr alleine schon an der schönen dunklen Farbe, die sich entwickelt. Wenn ihr einen dezenteren Gewürzgeschmack bevorzugt, könnt ihr die Gewürze auch direkt mit dem Schwarztee aufbrühen. So macht es mein Papa zum Beispiel sehr gerne. Der schwarze Tee ist die Basis des Masala Chai, denn Chai heißt nichts anderes als Tee, deswegen heißt dieses Getränk auch Masala Chai und nicht Chai-Tee, denn Chai ist die Zutat, nicht die Zubereitungsweise. Erst die richtige Teesorte verleiht dem Chai seinen kräftigen, erdigen und leicht astringierenden Charakter. Und natürlich seine unverkennbare Farbe. Bei der riesigen Auswahl an Schwarztee fragt ihr euch vielleicht, welche man für Chai nehmen soll, denn nicht jede Sorte eignet sich dafür. Darjeeling ist beispielsweise zu fein im Geschmack und zu hell in der Farbe für Masala Chai, während Earl Grey Tee bereits aromatisiert ist und den Geschmack verfälschen würde. Deshalb hier unsere Tee-Empfehlungen für einen guten Masala Chai. Eine gute Wahl ist Assam-Tee, benannt nach seinem Anbaugebiet im Nordosten Indiens. Er zeichnet sich durch seinen kräftigen, robusten Geschmack aus. Assam-Chai bekommt ihr eigentlich überall, auch im normalen Supermarkt. Ebenfalls gut ist Ceylon-Tee aus Sri Lanka. Weil der Tee aber auf der gesamten Insel auf verschiedenen Höhenlagen wächst, gibt es Unterschiede im Geschmack. Die einen schmecken würziger, die anderen zitrusartiger. Im Allgemeinen schmeckt er erfrischender als Assam-Tee. Er ergibt eine gute, kräftige Farbe, die etwas mehr ins Rötliche geht. Ostfriesentee lässt sich auch gut verwenden. Seine Basis bildet ebenfalls Assam-Tee, dem bis zu 20 weitere Schwarzteesorten beigemischt werden. Auch wenn man in der Türkei Tee meistens ohne Milch genießt, macht der Rize Chai oder einfach der türkische Tee beim Masala Chai eine gute Figur. Er hat einen kräftigen Geschmack und eine leicht rötliche Farbe.
Ihr fragt euch vielleicht, ob ihr Tee mit ganzen Blättern nehmen sollt. Das funktioniert auch. Unsere persönliche Meinung ist aber, dass Broken Tea, also gebrochene Teeblätter, besser funktionieren, weil sie beim Aufbrühen schneller einen kräftigen Geschmack abgeben. In Indien und gerade für Assam-Tee wird oft das CTC-Verfahren eingesetzt. Das steht für die Prozessschritte Crush, Tear, Curl. Am Ende entstehen kleine Teekügelchen aus zerbrochenem Tee, die vor allem in Teebeuteln verwendet werden. Deshalb könnt ihr eure Masala Chai auch gerne mit Teebeuteln statt mit losem Tee zubereiten. CTC-Tee wird in Indien am häufigsten für Chai verwendet und ist auch unser Favorit. Im direkten Vergleich ergibt er deutlich den stärksten Aufguss, wie ihr an der Farbe erkennen könnt. Ihr findet ihn unten verlinkt und natürlich in jedem indischen Geschäft. Oh ja, der ist mit Abstand der kräftigste. Die Quintessenz ist, es ist zwar wichtig, welche Teesorte ihr für Masala Chai nehmt, aber der Tee muss weder teuer noch schwer zu bekommen sein. Bestimmt habt ihr eine passende Sorte schon zu Hause. Gebt euren losen Schwarztee oder euren Teebeutel in das Wasser und lasst ihn darin zwischen 3 bis 5 Minuten sanft weiterköcheln. Hierbei gilt, je länger ihr den Tee köcheln lasst, desto intensiver und astringierender wird er. Ganze Teeblätter könnt ihr länger köcheln lassen, weil sie ihr Aroma langsamer abgeben. Mehr als 5 Minuten würden wir euch allerdings nicht empfehlen, da der Geschmack sonst von leicht astringierend zu bitter umschwingt. Die nächste Komponente in unserer Chai-Formel ist Milch. Sie balanciert die astringierende Wirkung des Tees und die Schärfe der Gewürze aus. Außerdem gibt sie dem Getränk eine schöne cremige Textur und verleiht dem dunklen Aufguss die richtige Chai-Farbe. Das ergibt einen runderen und sanfteren Geschmack, der von vielen Menschen als angenehmer empfunden wird. Nehmt am besten Vollmilch. Je höher der Fettanteil in der Milch, desto unwahrscheinlicher ist es, dass sie ausflockt und desto cremiger wird euer Chai. Deshalb solltet ihr auch bei veganen Alternativen auf den Fettgehalt achten. Wir haben zum Beispiel mit Mandelmilch gute Erfahrungen gemacht. Es wird heiß diskutiert, in welchem Verhältnis man Wasser und Milch mischen sollte. Wir bevorzugen ein 1:1 Verhältnis, nehmen am Anfang aber ein wenig mehr Wasser, weil ein Teil verdampft und vom Tee aufgesogen wird. Dreht jetzt die Hitze hoch, damit der Chai schön aufkocht. Wir haben in der Vergangenheit unsere Masala Chai immer intuitiv gekocht, aber für dieses Video haben wir richtig viel recherchiert und experimentiert, um euch die perfekte Masala Chai Formel zu bringen. Wenn euch das gefällt, dann teilt dieses Video und abonniert den Kanal. Wir machen einen sogenannten Double Boil, damit der Tee besonders cremig wird. Lasst ihn dazu aufkochen, nehmt ihn von der heißen Herdplatte und lasst ihn erneut aufkochen. Jetzt könnt ihr den Tee nach Belieben zuckern. Die meisten, inklusive mir, trinken ihn sehr süß. Wie süß ihr ihn macht, ist natürlich euch überlassen. Jetzt könnt ihr ihn abgießen. Die indischen Teeverkäufer, die Chaiwallas, haben ihre ganz eigene Methode, um den Chai schaumig zu bekommen. Dafür gießen sie ihn aus großem Abstand in die Tasse. Seht ihr? Wunderbarer Schaum. Diese Technik nennt man Chai Pulling und die könnt ihr auch zu Hause machen. Geht natürlich auch mit dem Teeschäumer, aber so könnt ihr eure Gäste beeindrucken. Moment, wir sind noch nicht fertig, Leute. Zur richtigen Chai-Kultur gehört auch der passende Snack. Nichts geht über Samosa zu einer Tasse Chai. Wie man sie macht, haben wir euch auf unserem Kanal bereits gezeigt. An regnerischen Tagen, zum Beispiel während des Monsun, genießt man Chai mit frisch frittierten Pakora. Auch dafür haben wir euch ein Rezept verlinkt. Aber der absolute Kult in Indien sind Biscuits von Balaji. Sie sind knusprig und haben einen einfachen, leicht süßen Geschmack. Perfekt zum Tunken in Chai. Wenn das Timing stimmt. Chai passt wirklich immer, beim Warten, im Zug, selbst bei Feiern. Einmal probiert, lässt ihr euch nicht mehr los. Jetzt kennt ihr die komplette Masala Chai Formel, also legt los und erstellt euer eigenes Rezept. Viel Spaß dabei. Tschüss!